Die 5 Schritte für einen starken Start in den Tag. Der mächtigste Moment deines Tages ist nicht der Augenblick, in dem du einschläfst. Es ist auch nicht die Zeit, in der du isst oder arbeitest. Der wahre Schlüsselmoment sind die ersten 30 Sekunden, nachdem du die Augen geöffnet hast. Und doch verschwenden die meisten Menschen genau diesen goldenen Moment. Sie springen hektisch aus dem Bett, sie greifen sofort zum Handy, sie lassen sich von Nachrichten, sozialen Medien und Sorgen überfluten. Oder sie schleppen sich müde in den Tag, ohne Bewusstsein und ohne Klarheit. In diesem Zustand wird der Geist sofort in eine Kaskade von Sorgen und Pflichten gezogen. Noch bevor der Tag richtig beginnt, ist er schon von Chaos geprägt. Der Unterschied zwischen Menschen, die außergewöhnliche Leben führen, und solchen, die einfach nur überleben, liegt nicht in Talent, Glück oder Verbindungen. Der Unterschied liegt darin, wie sie die ersten Momente ihres Tages gestalten. Denn das Unterbewusstsein ist direkt nach dem Aufwachen am empfänglichsten. Was du deinem Geist in diesem Moment sagst, prägt deine Stimmung, deine Energie und deinen Fokus für die nächsten 16 Stunden. Viele glauben, sie könnten einen schlechten Start später am Tag korrigieren, durch Disziplin oder zusätzliche Anstrengung. Doch das ist wie ein Baum, der von Anfang an schief wächst. Es ist sehr schwer, ihn später gerade zu biegen. Dein Unterbewusstsein steuert den Großteil deiner automatischen Verhaltensweisen. Wenn du den Tag reaktiv beginnst, bleibst du reaktiv. Wenn du ihn bewusst programmierst, übernimmst du die Kontrolle über dein Leben. Die meisten Menschen beginnen ihren Tag im Autopilot. Noch bevor sie wirklich wach sind, lassen sie sich von äußeren Reizen bestimmen. Das Handy vibriert, Nachrichten blinken auf, Gedanken an Arbeit oder Verpflichtungen übernehmen sofort die Kontrolle. Damit trainierst du dein Gehirn, reaktiv zu sein, statt proaktiv. Du reagierst auf das, was von außen kommt, anstatt bewusst von innen zu steuern. Und dein Unterbewusstsein, das nicht unterscheidet zwischen Realität und Vorstellung, akzeptiert dieses Muster als absolute Wahrheit. Das Ergebnis ist subtil, aber verheerend. Du fühlst dich gehetzt, du reagierst auf Probleme, statt Lösungen zu schaffen. Du kämpfst dich durch Aufgaben, anstatt sie mit Klarheit und Energie anzugehen. Viele wundern sich, warum sie müde, unmotiviert oder gestresst sind, obwohl der Tag gerade erst begonnen hat. Doch die Ursache liegt genau hier, im unbewussten Programm der ersten Minuten. Das Unterbewusstsein wiederholt, was du ihm regelmäßig gibst. Wenn die ersten Eindrücke des Tages chaotisch, negativ oder voller Sorgen sind, dann verstärkt dein Geist genau das über Stunden hinweg. Außergewöhnliche Menschen verstehen diese Dynamik. Sie wissen, wenn du den Tag falsch beginnst, kämpfst du den Rest des Tages bergauf. Aber wenn du bewusst startest, legst du ein Fundament, auf dem sich Erfolg, Ruhe und Klarheit aufbauen lassen. Der Schlüssel ist, diese ersten Momente nicht dem Zufall zu überlassen, sondern bewusst zu gestalten. Denn in den ersten Minuten nach dem Aufwachen entscheidest du, ob du Opfer der Umstände bist oder der Architekt deines Tages. Der erste Schritt, um deinen Tag und damit dein Leben zu verändern, ist erstaunlich einfach. Beanspruche die ersten 5 Minuten nach dem Aufwachen nur für dich. Bevor du dein Handy in die Hand nimmst, bevor du an deine To-Do-Liste denkst, bevor du zulässt, dass die Sorgen des Tages in dein Bewusstsein drängen. In diesen Minuten musst du bewusst entscheiden, wie dein innerer Zustand aussieht. Stell dir deinen Geist wie einen frisch bewässerten Garten vor. Der Boden ist weich und empfänglich. Du kannst Samen der Größe pflanzen oder Unkraut wachsen lassen. Die Wahl liegt ganz bei dir.
Wenn du morgen früh die Augen öffnest, bleib noch kurz liegen. Atme tief durch. Und dann sprich diese Worte in Gedanken oder laut mit voller Überzeugung. Heute wähle ich, der Architekt meiner Erfahrung zu sein. Mein Geist ist klar, meine Energie ist stark. Und jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, meine innere Stärke zu zeigen. Sag diese Worte nicht mechanisch, fühle sie. Stell dir vor, wie du mit genau dieser Energie durch den Tag gehst. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich diese Praxis zum ersten Mal ausprobierte. Früher begann ich meine Morgen mit Stress und Gedanken an all das, was ich noch tun musste. Doch an diesem Tag blieb ich bewusst im Bett, füllte meinen Geist mit Dankbarkeit und Zuversicht und der Unterschied war erstaunlich. Ich erledigte nicht nur meine Aufgaben, ich tat es mit Leichtigkeit, Klarheit und einer Energie, die ich seit Jahren nicht gespürt hatte. Plötzlich waren Probleme keine Hindernisse mehr, sondern Rätsel, die ich lösen konnte. So kraftvoll ist der erste Schritt. Der zweite Schritt am Morgen ist, deinen Geist bewusst auf Fülle auszurichten, nicht auf Mangel. Die meisten Menschen wachen automatisch mit einem Gefühl des Mangels auf. Sie denken an das, was ihnen fehlt. Zu wenig Zeit, zu wenig Energie, zu wenig Geld, zu wenig Anerkennung. Diese innere Haltung färbt den ganzen Tag. Das Unterbewusstsein sucht ständig nach Beweisen für diesen Mangel. Und genau dadurch verstärkt es das Gefühl, dass nichts genug ist. Doch du kannst diesen Kreislauf durchbrechen. Wenn du morgens bewusst Fülle wählst, verändert sich deine Wahrnehmung sofort. Dein Gehirn beginnt, Gelegenheiten zu sehen, die dir vorher entgangen sind. Hindernisse verwandeln sich in Schritte nach vorn und deine Energie richtet sich auf Lösungen statt auf Probleme. Die Erklärung, die du deinem Geist am Morgen geben solltest, lautet: Ich lebe in einem Universum voller Möglichkeiten. Es gibt mehr als genug Zeit, Energie und Ressourcen für alles, was ich tun möchte. Jeder Mensch, dem ich heute begegne, bringt mir eine Gelegenheit, Wert zu schaffen und zu wachsen. Wenn du mit dieser Haltung in den Tag gehst, wirst du erstaunt sein, wie sich deine Realität verändert. Dieselben Situationen, die dir früher wie Blockaden vorkamen, werden zu Chancen. Derselbe Tag, der sonst schwer erschien, wird leichter und klarer. Ich erinnere mich an einen Manager, den ich betreute. Er begann jeden Tag mit dem Gedanken, nicht genug Zeit zu haben. Seine erste innere Reaktion war immer: Ich muss, ich muss, ich muss. Das Ergebnis: Er fühlte sich gehetzt und ausgelaugt. Als er lernte, seine Sprache zu ändern, änderte sich alles. Statt „Ich muss“ begann er zu sagen: „Ich habe die Gelegenheit“. Plötzlich wurde ein langweiliges Meeting zur Möglichkeit, sein Team zu inspirieren. Und die Arbeit, die ihn sonst belastete, gab ihm neue Energie. Genau das geschieht, wenn du Fülle statt Mangel programmierst. Der zweite Schritt am Morgen ist, deinen Geist bewusst auf Fülle auszurichten, nicht auf Mangel. Die meisten Menschen wachen automatisch mit einem Gefühl des Mangels auf. Sie denken an das, was ihnen fehlt. Zu wenig Zeit, zu wenig Energie, zu wenig Geld, zu wenig Anerkennung. Diese innere Haltung färbt den ganzen Tag. Das Unterbewusstsein sucht ständig nach Beweisen für diesen Mangel. Und genau dadurch verstärkt es das Gefühl, dass nichts genug ist. Doch du kannst diesen Kreislauf durchbrechen. Wenn du morgens bewusst Fülle wählst, verändert sich deine Wahrnehmung sofort. Dein Gehirn beginnt, Gelegenheiten zu sehen, die dir vorher entgangen sind. Hindernisse verwandeln sich in Schritte nach vorn und deine Energie richtet sich auf Lösungen statt auf Probleme. Die Erklärung, die du deinem Geist am Morgen geben solltest, lautet: Ich lebe in einem Universum voller Möglichkeiten. Es gibt mehr als genug Zeit, Energie und Ressourcen für alles, was ich tun möchte. Jeder Mensch, dem ich heute begegne, bringt mir eine Gelegenheit, Wert zu schaffen und zu wachsen.
Wenn du mit dieser Haltung in den Tag gehst, wirst du erstaunt sein, wie sich deine Realität verändert. Dieselben Situationen, die dir früher wie Blockaden vorkamen, werden zu Chancen. Derselbe Tag, der sonst schwer erschien, wird leichter und klarer. Ich erinnere mich an einen Manager, den ich betreute. Er begann jeden Tag mit dem Gedanken, nicht genug Zeit zu haben. Seine erste innere Reaktion war immer: Ich muss, ich muss, ich muss. Das Ergebnis: Er fühlte sich gehetzt und ausgelaugt. Als er lernte, seine Sprache zu ändern, änderte sich alles. Statt „Ich muss" begann er zu sagen: Ich habe die Gelegenheit. Plötzlich wurde ein langweiliges Meeting zur Möglichkeit, sein Team zu inspirieren. Und die Arbeit, die ihn sonst belastete, gab ihm neue Energie. Genau das geschieht, wenn du Fülle statt Mangel programmierst. Der dritte Schritt am Morgen ist, deine Identität festzulegen, bevor die Welt es für dich tut. Jeden Tag, wenn du aufwachst, formt sich dein Selbstbild neu. Die ersten Stimmen, die du hörst, die ersten Bilder, die du siehst, die ersten Gedanken, die du zulässt, all das beeinflusst, wer du glaubst zu sein. Wenn du diesen Prozess unbewusst ablaufen lässt, gibst du deine größte Macht ab, die Macht, dich selbst zu definieren. Außergewöhnliche Menschen verstehen, dass Identität nicht etwas Festes ist, das einmal für immer gegeben ist. Identität ist eine Entscheidung. Sie ist etwas, das man wählt und durch Wiederholung verstärkt. Darum ist der Morgen so entscheidend. Hier kannst du bewusst entscheiden, welche Version meiner selbst will ich heute sein. Nicht die reaktive Version, die von Stress, Druck und alten Mustern gesteuert wird, sondern die bewusste Version, die aus Klarheit, Stärke und inneren Werten handelt. Die Formulierung ist einfach und doch machtvoll. Sag dir: Ich bin eine Person, die. Zum Beispiel: Ich bin eine Person, die ihre Entscheidungen auf Prinzipien und nicht auf Emotionen gründet. Ich bin eine Person, die Chancen sieht, wo andere Hindernisse sehen. Ich bin eine Person, die jeder Situation Wert hinzufügt. Wenn du dich so definierst, passt sich dein Verhalten automatisch dieser Identität an. Du wirst handeln, denken und sprechen wie die Person, die du erklärst zu sein. Ich erinnere mich an eine Klientin, die ständig unter Prokrastination litt. Ihre Identität war: Ich bin jemand, der Dinge immer aufschiebt. Diese Überzeugung machte sie schwach und blockierte sie. Als sie begann, ihre Morgenroutine zu ändern, sagte sie sich: Ich bin eine Person, die wichtige Dinge sofort erledigt. Ich habe die Disziplin zu tun, was getan werden muss. In weniger als einem Monat war der Unterschied erstaunlich. Nicht, weil sie plötzlich mehr Willenskraft hatte, sondern weil sie ihre Identität neu definiert hatte. Und das Unterbewusstsein folgte dieser neuen Programmierung. Der vierte Schritt am Morgen ist, dein Fokussystem zu aktivieren, bevor andere es für dich übernehmen. Deine Aufmerksamkeit ist deine wertvollste Ressource. Und doch ist sie diejenige, die am leichtesten gestohlen wird. In unserer modernen Welt gibt es unzählige Kräfte, die genau darauf abzielen, deine Aufmerksamkeit zu zerstreuen. Nachrichten, soziale Medien, E-Mails, alle kämpfen darum, die ersten Eindrücke deines Tages zu prägen. Wenn du dich ihnen sofort hingibst, verlierst du die Kontrolle. Das Ergebnis ist ein Tag voller Ablenkung. Deine Energie verteilt sich auf Dutzende kleine Dinge. Du springst von Aufgabe zu Aufgabe, aber nichts fühlt sich wirklich abgeschlossen an. Außergewöhnliche Menschen haben verstanden, dass Fokus kein Zufall ist. Fokus ist eine Entscheidung und diese Entscheidung beginnt am Morgen. Darum solltest du gleich nach dem Aufwachen eine klare Erklärung abgeben. Sag dir: Meine Aufmerksamkeit ist meine Superkraft. Heute richte ich meinen Fokus auf die Aufgaben, die mich meinen wichtigsten Zielen näher bringen. Ich sage Nein zu kleinen Ablenkungen, damit ich Ja zu großen Chancen sagen kann. Wenn du diese Worte bewusst wiederholst, trainierst du dein Unterbewusstsein darauf, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Deine Fähigkeit, Ablenkungen zu widerstehen, wird stärker. Du wirst klarer in deinen Entscheidungen und konsequenter in deinem Handeln. Ich selbst habe diesen Schritt eingeführt, nachdem ich bemerkte, wie viele Stunden ich jeden Tag verlor. Mein altes Muster war, gleich morgens E-Mails und Nachrichten zu öffnen. Das hat mich sofort in einen Zustand ständiger Reaktivität versetzt. Als ich begann, stattdessen meinen Fokus bewusst zu programmieren, änderte sich alles. Ich wählte 3 Hauptaufgaben für den Tag und versprach mir, ihnen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und plötzlich stieg meine Produktivität dramatisch, nicht weil ich mehr Zeit hatte, sondern weil ich meinen Fokus bewusster lenkte. Der 5. Schritt am Morgen ist, dein Nervensystem bewusst auf Ruhe und Vertrauen einzustellen, nicht auf Stress und Angst. Die meisten Menschen wachen auf und spüren sofort Anspannung. Sie denken an ihre Pflichten, an Termine, an mögliche Probleme. Noch bevor der Tag beginnt, ist ihr Körper schon im Alarmmodus. Wenn du den Tag so startest, bleibt dein Nervensystem den ganzen Tag über im Überlebenszustand. Du bist gereizt, unruhig und schnell überfordert. Doch du kannst dieses Muster unterbrechen. Wenn du gleich am Morgen Ruhe und Vertrauen programmierst, baust du ein Fundament, das dich durch den Tag trägt. Eine einfache Erklärung hilft dir dabei. Ich bleibe ruhig, egal was heute passiert. Ich vertraue dem Prozess des Lebens. Mein innerer Frieden ist stärker als jede äußere Situation. Wenn du diese Worte wiederholst und dabei tief atmest, signalisiert das deinem Nervensystem Sicherheit. Dein Körper entspannt sich. Dein Geist findet Klarheit. Und dein Tag beginnt nicht mit Anspannung, sondern mit Gelassenheit. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich jeden Morgen in Eile und mit Sorgen aufwachte. Es war, als hätte mein Herz schon beim Aufstehen einen Wettlauf begonnen. Als ich lernte, diese Praxis einzuführen, 3 tiefe Atemzüge und eine bewusste Erklärung der Ruhe, hat sich alles verändert. Meine Energie war ausgeglichener, meine Entscheidungen klarer. Und selbst in schwierigen Situationen konnte ich mit mehr Gelassenheit reagieren. Dein Nervensystem ist wie ein Instrument. Wenn du es gleich am Morgen richtig einstimmst, erklingt es den ganzen Tag in Harmonie. Alle 5 Schritte sind wirkungsvoll. Doch ihre wahre Kraft entfalten sie nur durch Beständigkeit. Viele Menschen probieren eine neue Praxis für 1 oder 2 Tage aus. Wenn sie nicht sofort große Veränderungen spüren, geben sie wieder auf. Sie unterschätzen, dass das Unterbewusstsein Zeit braucht, um neue Muster zu verankern. Dein Geist hat vielleicht jahrelang, sogar jahrzehntelang alte Programme wiederholt. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass sich alles nach wenigen Tagen ändert. Doch wenn du jeden Morgen bewusst die gleichen Schritte wiederholst, beginnt sich dein Unterbewusstsein neu zu formen. Am Anfang braucht es Disziplin. Nach einigen Wochen wird es leichter. Und nach einigen Monaten wird es automatisch. Das ist der Punkt, an dem du eine neue Identität erschaffen hast. Nicht, weil du dich einmal angestrengt hast, sondern weil du dir Tag für Tag dieselben stärkenden Botschaften gegeben hast. Beständigkeit ist der wahre Schlüssel. Sie unterscheidet diejenigen, die kleine Fortschritte machen, von denen, die echte Transformation erleben. Ich erinnere mich an einen Klienten, der nach 3 Tagen frustriert war, weil er noch keine Ergebnisse sah. Ich bat ihn, weiterzumachen, nicht 3 Tage, sondern 3 Monate. Nach dieser Zeit war er ein völlig anderer Mensch. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er beständig war. Wenn du also wirklich Veränderung willst, erwarte keine Wunder über Nacht. Vertraue dem Prozess. Bleib dabei. Denn jede Wiederholung stärkt die neuen neuronalen Muster und schwächt die alten. So formst du Stück für Stück dein neues Selbst. Durch Konsistenz, nicht durch Gelegenheitsaktionen.
Wenn du diese Praxis nicht nur ein paar Tage, sondern über Wochen und Monate durchführst, beginnt eine tiefe Transformation. Zuerst wirst du kleine Veränderungen bemerken. Du fühlst dich morgens klarer, dein Körper wirkt entspannter, dein Geist ist nicht mehr sofort voller Sorgen. Dann kommen größere Veränderungen. Du wirst produktiver, weil dein Fokus gestärkt ist. Du wirst gelassener, weil dein Nervensystem auf Ruhe eingestellt ist. Und du wirst mutiger, weil deine Identität jeden Tag neu programmiert wurde. Nach einigen Wochen spürst du, dass du bewusster entscheidest. Situationen, die dich früher aus der Bahn geworfen haben, verlieren ihre Macht. Du handelst nicht mehr aus Angst, sondern aus Vertrauen. Nach einigen Monaten bemerkst du, dass sich auch dein Umfeld verändert. Menschen reagieren anders auf dich. Sie spüren deine Klarheit, deine Ruhe, deine neue Energie. Chancen, die dir früher verborgen blieben, tauchen plötzlich auf. Es ist kein Zufall. Es ist die logische Folge deiner inneren Arbeit. Dein Unterbewusstsein, das früher von alten Mustern beherrscht war, arbeitet nun auf deiner Seite. Es unterstützt dich, statt dich zurückzuhalten. Es verstärkt deine Ziele statt deine Zweifel. Diese Transformation geschieht schrittweise, nicht über Nacht, sondern Nacht für Nacht und Morgen für Morgen. Doch sie ist unaufhaltsam, solange du den Weg weitergehst. Viele unterschätzen, wie stark diese scheinbar kleinen Übungen sind. Doch die Wahrheit ist, sie verändern nicht nur deine Tage, sondern dein gesamtes Leben. So wächst du mit jeder Wiederholung in die beste Version deiner selbst hinein, still, beständig und kraftvoll. Am Ende ist die Botschaft einfach und kraftvoll. Dein Morgen entscheidet über dein Leben. Nicht der Kalender, nicht die Umstände, nicht der Zufall, sondern die ersten Minuten nach dem Aufwachen. Wenn du diese Zeit dem Autopilot überlässt, wirst du den Rest des Tages hinterherlaufen. Du wirst reagieren statt gestalten. Und dein Unterbewusstsein wird die alten Muster wiederholen, die dich klein halten. Doch wenn du diese Minuten bewusst nutzt, wirst du zum Architekten deiner Realität. Du pflanzt Gedanken der Klarheit, Worte der Stärke und Bilder der Fülle in deinen Geist. Und dein Unterbewusstsein verstärkt sie über Stunden hinweg. So baust du ein Fundament, das dich trägt, egal was der Tag bringt. Denk daran, Transformation geschieht nicht in einem einzigen großen Moment. Sie geschieht in den kleinen, unscheinbaren Entscheidungen, die du Tag für Tag triffst. Und die wichtigste dieser Entscheidungen ist, wie du deinen Morgen beginnst. Darum lade ich dich ein, nicht zu warten. Mach es morgen früh. Noch bevor du dein Handy in die Hand nimmst, noch bevor du dich in den Tag stürzt, bleib einen Moment still. Sag deinem Geist, wer du sein willst. Sag deinem Unterbewusstsein, welche Realität es verstärken soll. Erspüre, wie sich dein innerer Zustand sofort verändert. Wenn du diese Praxis konsequent wiederholst, wird dein Leben sich verwandeln. Nicht, weil sich die Welt um dich herum sofort ändert, sondern weil du dich änderst. Wenn du dich änderst, verändert sich alles. Dein Morgen beginnt nicht irgendwann, dein Morgen beginnt jetzt. Die Entscheidung liegt in deiner Hand.